Eine der ältesten Handwerkskünste der Menschheit. Das Haltbarmachen von Tierfellen. Fell ist geil. Ich liebe es. Sonst wäre es nicht mein Beruf. Aber wie wird aus einer archaischen Tierhaut ein kuscheliges Babyfell? Das Gerben hat im Schwarzwald eine lange Tradition. Auch in der pittoresken Kleinstadt Schiltach. Heute ist die Gerberei Trautwein der letzte Betrieb, der Schaffelle noch komplett verarbeitet. Vom Rohfell bis zum fertigen Produkt. Und das in der 13. Generation. Morgen. Gerbermeister Karl Friedrich Trautwein weiß natürlich, auf was es ankommt. Mordsware. Nicht jedes Rohfell schafft es, ein kuscheliges Babyfell zu werden. Jetzt sind die gelb, du, ja, leck mich am Arsch, du hast schon wieder gelb. Tara. Pelugan. Pelugan. Oh, das ist schlecht zum Mike. Guck mal. Ja. Das lässt volle Käse, sagt das. Ja, da haben wir ihn aus. Das ist das Gleiche, das ist der Bruder dazu. Auch ein Aus? Ja. Der Gerber guckt jetzt genau auf die Wollqualität, was er dann zum Gerber nimmt oder nicht. Und wenn jetzt der Gerber dann so ein Fell kriegt, zum Beispiel sowas, oder er kriegt sowas, das sind nicht Welten von der Wolle. Hier war das Tier schon mal ein bisschen krank, gell? Das sieht man da. Wenn man die Wolle aufmacht, dann sieht man, hier ist eine Stelle drin, wo es dem Tier mal nicht gut ging. Zu der Zeit, als die Wolle gewachsen ist, an dem Punkt, ging es dem Tier mal nicht gut. Aber mit dem Fell muss man sich dann halt genau überlegen, was macht man damit. Man sieht jetzt hier auch, ist vom Fett her ganz verklebt da. Siehst du das da? Und das gefällt es dem Gerber zum Beispiel nicht. Das will er nicht. Er will ordentliche Ware. Je besser ich jetzt hier meine Ware aussortiere, umso weniger muss ich dann während der Produktion Gedanken machen. Guck, das ist perfekt. Ja, das sieht man schon. Das sieht ganz ästhetisch aus. Das ist schöne Kräuselung. Wunderbar. Okay. Das ist jetzt Spitzenqualität. Ein Traum. So hätte ich es auch immer gern. Ein Traum von Rohfell. Tara. Schöner machen können wir sie nicht mehr. Die Natur macht es am schönsten. Der Rest müssen wir gucken, was wir daraus machen. Also die Wolle wird nicht besser, wie sie ist am Tier. Im Spätherbst ist Schlachtzeit. Dann kommen mehr Felle in die Gerberei, als verarbeitet werden können. Die Felle sind schon in Salz konserviert, aber sicher ist sicher. Karl Friedrich pökelt lieber zweimal. Hier kommen die Felle an. Schäfer, Kunde bringen hier die Felle. Hier wird sie ausgeladen, hier wird es sortiert, wird nachgesalzen, nachgearbeitet und in erster Linie vor allem mal gelagert, bis sie drankommen. So ein Fell, das wiegt 2,5 Kilo und da müssen noch mal mindestens 2,5 Kilo Salz drauf, damit wir auf der sicheren Seite sind. Wenn die ordentlich eingesalzen sind die quasi gepökelt und dann hält so ein Fell, also ohne Sonneneinstrahlung, ganz bestimmt ein halbes Jahr ohne Problem und wenn man es dann kühlt, noch über ein Jahr ohne Problem. Und daraus soll ein schönes, kuscheliges Fell werden? Ja, die sind nur für der Laie dreckig. Für mich sind die nicht dreckig. Ja, wenn ich jetzt die Fell nehme, wenn ich jetzt das Fell anschaue, dann natürlich ist hier Dreck drauf.
Klar, das hat ja gelebt, das Tier. Aber für mich ist das jetzt ein Top-Fell. Die Wolle ist super. Ein bisschen gelb jetzt vielleicht, aber sonst super. Und wenn ich es aufklappe, dann ist das gut gesalzen. Das ist für mich hochwertige Rohware. Im ersten Augenblick ist es natürlich für den Laie Dreck oder Abfall oder was weiß ich, wie man es auch sieht. Aber für mich ist Rohstoff und dann ist das auch nicht eklig. Das ist halt ein Fell, fertig. Also mit dem Fell kannst du alles machen. Mit dem Fell machst du nichts falsch. In gepökeltem Zustand warten Hunderte von Fellen auf den Tag, an dem sie gegerbt werden. Der Anfang einer jeden Gerbung. Die Felle säubern, bevor sie in die Waschfässer kommen. Ja, hier werden die Felle eingeweicht. Das heißt, sie sind ja konserviert mit Salz und das ganze Salz muss erst mal wieder alles runter. Und damit wir wieder mit arbeiten können, müssen wir als allererstes diese Feuchtigkeit, die das Salz rausgezogen hat, wieder zurückführen. Das ist der Hauptzweck. Zum anderen wird die Wolle gewaschen. Die Wolle ist im Moment noch voll mit Dung und Urin und Wollfett. Und das muss alles erst mal sauber gewaschen werden. Und wenn in der Wasserwerkstatt ist halt das meiste an Dreck, an Fleisch und sowas hier alles abfällt. Dafür ist hier aber auch nie langweilig. Also da hat man eigentlich den meisten Spaß, weil man kann auch in der Wasserwerkstatt wird am meisten gerichtet, wie nachher das Fell wird. Also hier bestimme ich, ob das Fell nachher zum Schluss auch schön sauber ist, ob es schön weich ist, das wird alles hier bestimmt. Das sieht alles so einfach aus und dreckig und grob, aber eigentlich wird hier die Endqualität mitbestimmt. Die Arbeit des Gerbers ist so archaisch und geheimnisvoll wie vor Jahrtausenden. Schiltach war schon immer ein Gerberort, wegen des weichen Wassers. Nur Trautwein hat überlebt, vielleicht weil der Familienbetrieb sich früh spezialisiert hat auf pflanzliche Gerbverfahren. Die hölzernen Maschinen haben sich durch die Zeit nicht verändert, die Rezepturen genauso wenig. Nach stundenlangem Walken werden die Felle aus den alten Holzfässern geholt. Nach der Wollseite ist jetzt die Fleischseite an der Reihe. So ein Fell, das ist das Formenfleisch. Das ist zwar im Prinzip sauber, da ist kein großes Fleisch mehr drauf,
wir haben hier noch Unterhaut-Bindegewebereste, die müssen weg. Fett, was an der Haut anhaftet, muss weg, weil unsere Gerbstoffe wirken alle übers Wasser und jedes Fett wird die Diffusion der Gerbstoffe, der Chemikalien nachher bremsen. Deshalb müssen wir das sauber machen, das machen wir beim Entfleischen. Und hier wird mit Hilfe vom Messerzylinder wird quasi das Unterhautbindegewebe runtergeschabt. Das ist quasi Kollagen, wo jetzt darauf wartet, dass es weiter bearbeitet wird. In diesem Zustand ist es höchst empfindlich. Würde es sofort kaputt gehen. Trotz Maschinen viel Handarbeit. 300 Felle jeden Tag und kein Fell gleicht dem anderen. Unsere Haut ist ja kein Quadrat oder Rechteck. Das heißt, wir haben keine gerade Kante, sondern wenn wir uns jetzt die Haut anschauen, dann haben wir ja quasi 4 Beine, einen Schwanz und einen Kopf. Und alles gibt Maß und alles müssen wir haben. Deshalb müssen wir quasi die ganze Fläche auf einmal bearbeiten. Es geht jetzt nicht, das wäre jetzt wunderbar, wenn wir die jetzt aneinander hängen können und können sie so durcharbeiten. Aber das geht halt bei uns nicht. Jedes Fell muss mehrfach angefasst werden. Bei den vielen Arbeitsschritten macht das bis zu 100 Handgriffe pro Fell. Es deutet sich an, dass es weich wird. Es sieht immerhin mal schon aus wie ein nasses Fell. Jetzt muss es schnell gehen. Karl Friedrich bereitet das Gerbfass vor. Ein Säurebad, in dem die Felle die nächsten 1 bis 2 Tage schwimmen werden. In einer Mischung aus Salz, Säure und Bleichmitteln. Der Gerber wird zum Alchemisten. Das ist jetzt eine Ameisensäure und mit Hilfe der Säure senken wir jetzt den pH-Wert in der Flotte ab. Das müsste noch ein 2,8 pH sein, damit wir diese ganzen Bakterien, die jetzt noch alle in der Wolle und in der Haut drinstecken, damit wir die quasi stilllegen. Wie kann man sich vorstellen, wie Pickeln oder Sauerstellen von Gurken oder Lebensmitteln? Nichts anderes ist das. Wenn ihr eine saure Gurke habt, die heben wir ewig. Und so ist das mit den Fellen. Wenn die mal sauer gestellt sind, dann sind die versorgt. Der Gerber, und das ist auch die Kunst des Gerbens, muss erkennen während des Prozesses, was ist jetzt notwendig und welcher Schritt muss ich jetzt machen. Und das kann man nicht immer in Worte oder Zahlen oder Werte fassen, sondern das muss man auch mal intuitiv machen. Und da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, warum. Natürlich kann man sagen, warum. Man hat ja das mal gelernt, warum. Aber dieses Gespür, wann ich was mache, wann kann ich etwas beschleunigen, wann kann ich etwas abbremsen, wann brauche ich etwas mehr Zeit oder wann brauche ich etwas weniger Zeit. Und das ist auch das Geheimnis am Gerber. Das ist das, was die Kunst ausmacht. Das Wichtigste fehlt noch. Der eigentliche Gerbstoff, rein pflanzlich. Das Gerberhandwerk hatte lange einen schlechten Ruf, weil vor allem mit Schwermetallen wie Chrom gegerbt wurde. Bei den Trautweins war das nie der Fall. Der Vater von Karl Friedrich hatte schon vor Jahren die Zeichen der Zeit erkannt
Regionale Schaffelle aus dem Schwarzwald und ökologisch gegerbt. Hier haben wir jetzt Akazienrindenextrakt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. In dem Fall, das nennt sich Mimosa. Zum anderen gibt es da noch andere Gerbstoffe. Wir haben Tara. Das ist zum Beispiel Tara. Das ist kein Extrakt, sondern das ist nur Mehl. Die Tara-Schote stammt aus Peru. Und die hat so viel Gerbstoff, dass man die nicht extrahieren muss, sondern dass man die einfach nur ganz fein mahlen muss und kann sie dann direkt als Gerbstoff einsetzen. Es gibt verschiedene Gerbstoffe, super Gerbstoffe, für die aber Tropfhölzer verwendet werden. Das ist in unserem Fall nicht. Eine Alternative aus Deutschland ist das hier. Das sind Rhabarberwurzeln, gemahlene Rhabarberwurzeln. Und die Rhabarberwurzel enthält auch Gerbstoff. Und wenn man das jetzt so einatmet, dann merkt man auf der Zunge, dass es so britzelt. Aber wenn man Rhabarber esse, dann ist es ja so sauer oder das zieht so die Mundschleimhaut zusammen. Und das sind ja Gerbstoffe. Und dann hat man halt überlegt, was man mit der Wurzel machen kann. Und da wird ziemlich viel angebaut. Das ist leicht zu ernten. Und ist ein Ansatz, mehr nicht, aber immerhin ein Ansatz. Vor 40 Jahren hat mein Vater angefangen mit Schaufelgerben für verschiedene Ökokunden. Wir sind bei der Linie geblieben, dass wir unsere Produkte so ökologisch wie möglich gerben. Mit Schwermetalle haben wir hier im Haus nie was zum tun gehabt. Unsere Großväter und Urgroßväter haben schon mit Pflanzen gegerbt. Und hat funktioniert. Gerade in Schildach war eine Grubengerbung. Und da hat man praktisch die Gerbstoffe direkt aus dem Wald geholt. Also mit der Fichtenrinde gegerbt, funktioniert auch. Aber Tara war, als ich 92 auf der Gerberschule war, eine nebensächliche Sache. Man hat gesagt, es gibt's. Ist aber hat keine große Bedeutung. Manche sagen, für weiße Leder kann man es nicht mehr, aber es war ein äußerst untergeordnetes Produkt. Bis dann die Autoindustrie gesagt hat, wir wollen kein Chrom mehr. Und wenn die Autoindustrie sagt, wir wollen kein Chrom, dann gibt es halt kein Chrom mehr. Und so kam dann das Tara ins Spiel. Und heute ist Tara der bedeutendste Gerbstoff überhaupt. Jetzt kommt der heikelste Moment im ganzen Gerbprozess. Mit der angerührten Akazienrinde werden die Tierhäute für alle Zeit in Leder umgewandelt. Wenn der Gerbstoff mal drin ist, ist er drin. Der fängt auch jetzt an, sofort an zu reagieren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt habe noch ein paar Schuss frei. So ist es nicht. Also man muss sich gut vorbereiten und dann kommt halt der Punkt. Und wenn der Punkt klar ist, dann muss der Gerbstoff rein, dann muss er rein. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf sozusagen. In den Zeiten, als mit Chrom gegerbt wurde, war der Gerbprozess simpel und nach einem Tag fertig. Mit Pflanzengerben ist komplexer und dauert wesentlich länger. Der Gerbstoff braucht eben so 5-6 Tage, bis er dann vollständig durchgezogen ist. Aber das ist ja nichts gegen früher. Wenn ich überlege, die Grubengerber hier in der Gerbergasse in Schildach, die hatten die Felle oder die Häute, die Rinderhäute, dann bist du ein Jahr in der Grube. Und dann ist dann 5 Tage doch nichts. Je länger ich etwas Zeit gebe, umso besser wird meine Qualität nachher, ganz klar. Je mehr Zeit die Chemikalien haben, um mein Fell komplett zu durchdringen, umso besser ist nachher die Fülle und die Weichheit und das ganze Fell. Zwei Dinge sind fürs Gerben elementar: Zeit und Wasser. Von beidem braucht der Gerber im Überfluss, wenn es gut werden soll. Wir haben 2 Quellen unterm Haus und die Quelle schüttet unvorstellbar viel Wasser
Selbst wenn es wie eine größte Trockenheit schüttet die, sodass wir das nicht trocken gepumpt bekommen. Wir brauchen jeden Tag. Die Zahl darf ich gar nicht sagen, dann wird es den Leuten schlecht. Ich glaube, wir brauchen jeden Tag so 30.000 Liter Wasser. Und die bringt uns die Quelle hoch. Ja. In Schildach fließen ja die Kinzig und die Schildach fließen zusammen. Und das ist auch ein Grund, warum die Gerberei hier damals gebaut worden ist. Das ist so ein gewisser magischer Punkt. Und wir haben also hier mal von so Feng Shui-Expertin mal unser Gelände hier vermessen lassen. Und die hat gesagt, also dieser Punkt, wo praktisch hier die Kräfte von oben fließen, und also vom Kinzigtal runterfließen und das Schildachtal runterfließen, die bündeln sich an dieser Stelle und bietet viel Energie. Nach 5 Tagen in der Gerbsäure wird es Zeit, nach den Fellen zu schauen. Jetzt wird sich zeigen, wie gut die Felle den pflanzlichen Gerbstoff absorbiert haben. Einwandfrei. Einwandfrei. Diese pflanzlichen Gerbstoffe, die haben den Nachteil, dass sie relativ groß sind vom Molekül und brauchen relativ lang, bis sie durchgehen. Und da der pflanzliche Gerbstoff mit Eisen schwarz reagiert, kann man dann hier mit so einer Eisen-3-Chlorid-Lösung recht gut feststellen, wie tief der Gerbstoff in die Haut eingezogen ist. Und wenn man das jetzt mal genau uns betrachtet und ich tue hier einen Tropfen drauf, dann sieht man, das tut sich sofort schwarz färben. Und für den Gerber ist wichtig, dass es durch den ganzen Querschnitt gleichmäßig schwarz ist. Wirklich gleichmäßig schwarz. Also unser Gerbstoff geht beim Fell immer nur von der Fleischseite durch das Haut durch und nicht von der Wollseite. Weil von der Wollseite die Haut quasi durch die Oberhaut oder die Epidermis ist die quasi dicht. Der Gerbstoff ist das größte Molekül an der ganzen Gerbung, das da irgendwie durch muss. Und wenn der durch ist, dann passt der Rest auch. Das ist auch die Erfahrung, die mir das sagt. Die Felle können von mir aus raus. Die Felle sind durchgegerbt. 100 Stück auf einen Streich. Die nassen Felle verlassen nun endgültig die Wasserwerkstatt. Ein neues Kapitel beginnt, 3 Stockwerke höher auf den Trockenböden. Für den Gerber ist immer ganz wichtig, dass er so schnell wie möglich vom Nasse ins Trockene kommt. Weil wenn es mal trocken ist, dann
ist der Fall erledigt, dann passiert dem Fell die nächsten 100 Jahre nichts. Die Felle werden in der Gerberei Trautwein nach alter Manier in den Wind gehängt. Zwar aufwendig und manchmal zum Verzweifeln, aber es lohnt sich. Hier fällt ein Bein und hier fällt ein Haken. Also, das ist gar nicht schlecht. Oh, Walter. Oh, du, ich sag das, da muss er meiner Nägel schlagen, du. Leck mich dran, Kittel, du. Natürlich ist das viel einfacher, man trocknet das eine Nacht bei 40, 45 Grad und ist dann trocken. Nur beim Ölpreis von €1, dann macht er schon wieder Gedanken, ob das nicht ökonomischer ist, wenn man die Bühne mal wieder ausnützt. Und jetzt hängen wir die eben hier auf. Und hier dauert halt die Trocknung jetzt je nach Witterung, sagen wir mal, zwischen 3 und 5 Tagen, dann ist es auch trocken. Das ist auch bei uns eine gewisse Tradition. Also dieses Haus ist jetzt quasi gebaut worden als Gerberei, war nie ein Wohnhaus. Und unten war die Gerberei, im zweiten Stock war die Zurichtung, wo geschliffen wird und so weiter. Und der Rest war bis in den Dachstuhl, 3 Stockwerke, nur Trockenböden. Wurde die Felle halt oben aufgehängt und dann ist das Haus so gebaut, dass von West nach Ost die Luft durchziehen kann. Und so konnte man das alles prima trocknen. Und die Felle wird auch viel schöner, wenn sie an der Luft trocknet, als wenn sie an der Temperatur trocknet. Optimal ist noch, wenn es einmal der Frost drüber geht. So richtig so minus 10 Grad und dann sind die schon von vorne viel weicher, weil das die Eiskristalle dieses Leder gleich mal wie so aufsprengen. Ja, das ist so. Im Winter hat man die weichste Leder gehabt. War früher schon immer so. Ja, weil die trocknen nicht, die werden wunderbar. Im Dachstuhl der Gerberei scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Manche Felle lagern hier schon seit 10 Jahren und werden anscheinend immer noch besser. Also ich lagere es so ist es völlig trocken. Von der Luft her sowieso konditioniert, die werden das nie knüppelhart. Und der Kunde ruft an, er braucht die Felle, dann hole ich sie oben. Hier oben mache ich sie fertig und dann habe ich immer topfrische Ware. Vom Dachstuhl kommen die Felle wieder runter in die Trockenwerkstatt, zum Stollen. Das heißt, die steif getrocknete Lederseite wird wieder weich gemacht. Wenn ein Fell trocknet, dann muss man sich so vorstellen, wir haben diese Faser, die Lederfaser. Und zwischen der Lederfaser ist Wasser. Und das Wasser, das trocknet jetzt weg. Und beim Trocknen kleben die Fasern quasi aneinander. Und durch den Gerbstoff und Fette, was wir jetzt da drin haben, haben wir die Möglichkeit, dass wir das wieder, das Fasergefüge, dass es zwar zusammenliegt, zusammengeklebt ist, aber wir kriegen das wieder mechanisch auseinandergerissen. Und dann weitet sich das und das macht dann unsere Felle auch weich. Das ist dann das, was die Wattigkeit vom Fell ausmacht. Wenn ich das jetzt ziehe, dann wird das wieder groß. Und vor allem, es wird auch weich. Weil wir reißen die auseinander und dann haben nachher quasi Luftpölsterchen dazwischen. Und das ist das, was nachher unsere geschmeidige oder wattige Leder ausmacht. Und weil das natürlich unendlich viel Arbeit wäre oder war, das von Hand zu ziehen, macht man das hier mit der Stollmaschine. Wir pressen das quasi an eine Messerwalze und ziehe das dann jeweils in 4 Richtungen. Einmal nach rechts und links und nach vorne und hinten. Sodass das Fell wieder die maximale Größe erhalten hat. Weil wir verkaufen das Fell ja
Auch nach Größe. Also Größe ist schlussendlich auch des Gerbers Geld. Etwas ungepflegt sehen die Schaffelle schon noch aus. Wie in einer Textilreinigung werden sie jetzt von Staub und überschüssigem Wollfett befreit. Also hier sieht man jetzt ganz deutlich, wenn man jetzt hier reinfasst, dann ist hier noch feste und fettige Wolle. Wenn man jetzt hier lang durchfährt, dann wird das alles richtig glänzig. Wogegen das ist jetzt entfettete Fell. Da sieht man, wenn man den Stapel auseinander macht, das ist flockig und locker. So langsam nähert sich das Fell seiner endgültigen Form. In früheren Zeiten galt ein Schaffell in diesem Zustand schon als fertig gegerbt. Doch heutzutage soll auch die Rückseite schön aussehen und muss deshalb noch glatt geschliffen werden. Das ist quasi die Schicht zwischen dem Fleisch und zwischen der Haut. Ist das Unterhautbindegewebe. Das ist der Fetthalt, das sind so Fettblätter, gerade so Schichten. Könnt ihr jetzt theoretisch auch mit dem Messer abschaben und abschneiden. Das ist der archaische Eindruck vom Tier, so wie es gelebt hat. Wenn es hier tot ist, dann ist es Material, dann ist Hautmaterial und wir verarbeiten das zu Flächenmaterial. In dem Fall halt gerade so. Und hier von hinten sieht man halt noch, wie der Metzger das Tier, was die Haut quasi abgezogen hat, und das muss nachher alles, das soll alles weg sein. Zum Schluss, wenn das beschnitten ist, dann muss der Kunde darf nicht dran denken, dass es mal gelebt hat. Soll nicht dran denken. Von der Qualität her bräuchte es das nicht. Also man nimmt dem Fell eigentlich nur Stabilität, indem man schleift. Also es wird nichts stabiler. Aber es sieht halt ästhetischer aus, wenn das dann so sauber da liegt, anstatt so eine klare Sache. Ja, aus Sicht des Gerbers muss natürlich geschliffen werden, weil das gut aussieht. Aber von der Stabilität her, also mein Opa hat vor 30 Jahren, ist er noch hier gestanden mit der Zigarre jeden Tag, und dann sind die gerade so gleich ein bisschen sauber gemacht worden und dann war es gut. Und die Fell gibt es heute noch. Also das macht die nicht instabiler, wenn sie nicht so schön sauber sind. Aber es passt halt nicht in die heutige Zeit, wenn es nicht picobello ist. Der Kunde soll das Tier vergessen, der Gerber kann das nicht. Er lebt in Abhängigkeit von den Schäfern. Für Karl Friedrich wird es immer schwieriger, an gute Rohfelle ranzukommen. Bei der Schafzucht ist der Fleischertrag wichtiger als die Fellqualität. Im Schwarzwald gibt es sie aber noch, die guten Schafzüchter. Wenn ich da drüber gucke, dann sind es Spitzepelz, weil von der Wolle her richtig züchtig ist. Und es sind die Gelbberg. Die sind schön weiß, das gefällt mir. Das mögen die Leute auch am liebsten, wenn sie weiß sind. Ja, gelb geht gar nicht. So muss es sein, breit. Mhm. Das ist aber rein Merino, oder? Ja, ja. Da ist nichts dazu gekreuzt. Ist nichts reingekreuzt. Ja. Mhm.
Ja, gell? Du kleiner Hast du. Guck, der Kleine schimpft, gell? Ja. Oder im Weg, ja. Bei euren Schaf, ihr achtet auf Zucht und dann sieht jeder Buckel gleich aus. Und wenn du das da drüber guckst, dann sind die schön gleichmäßig. Wenn du jetzt das Schaf anguckst, das ist immer ein spitzer Pelz. Ja? Schaffell ist heute eigentlich ein Abfallprodukt ohne ökonomischen Wert. Damit die Schäfer weiterhin sorgfältig mit der Rohware umgehen, zahlt Karl Friedrich ihnen einen guten Preis. Er nimmt weite Wege zu den entlegenen Schäfereien im Schwarzwald auf sich, muss schon im Herbst für Nachschub sorgen, damit er das Jahr über genug Vorrat hat. Die Räder in einer Gerberei dürfen nie stillstehen. Könnte man jetzt so lassen, wäre auch weich und alles, aber damit es richtig schön und richtig gleichmäßig wird, wird es eben gekämmt. Das wird dann die Kämmmaschine reißt quasi wie eine Bürste den Wollstapel auseinander und zieht ihn wie so das Kardieren von der Wolle und stellt ein Vlies her, ein gleichmäßiges Vlies. Und dieses Vlies tun wir dann halt noch und verschiedene Kämmmaschinen bearbeiten, so bis es ganz fein wird. Auch Öko-Schaffelle müssen heute präsentabel aussehen. Deshalb wird beim Finishing letzte Hand angelegt. Die Wolle wird frisiert, aufgelockert, konturiert. Und als Abschluss wird es dann gebügelt mit quasi eine rotierende heiße Walze mit 180 Grad. Und die zieht die Wolle, die gekräuselte Wolle, die ist praktisch spiralisch, zieht die auseinander und fixiert es dann über die Hitze mit dem heißen Eisen. Wie wenn wir uns im Glätteisen die Dame sich die Wolle, die locker rauszieht aus der Haare, so ist das im Prinzip nichts anderes. Ob es gut riecht, ja. Am Geruch seht ihr, ob das Fell alles in Ordnung ist oder nicht. Und ob es schön weich ist. Ja, wenn ich jetzt drüber fahre, das spüre ich dann, wenn es so schöne, feine Wollqualität ist, dann wird es jetzt ganz seidig. Und wenn jetzt ein grobes Schaf oder so oder irgendwelche Haarschafe, dann bleibt das halt so rau. Und deshalb habe ich das gerade so kontrolliert, ob das nach meinem Geschmack ist. Ja, tipptopp, einwandfrei. Das kann man jetzt so lassen, dann ist es im Prinzip wunderbar, aber sobald es jetzt zu irgendwas gebraucht wird, also in ein Bett rein oder in einen Sessel oder ein Babyfell oder egal was, dann wird es geschoren, da wird dann quasi die Wolle gleichmäßig gekürzt. Erst durch das Scheren kommen die herausragenden Eigenschaften von Schafwolle richtig zur Geltung.
Bei der Wolle ist so, die Wolle hat immer eine gewisse Spannkraft in sich schon. Die hat ja eine riesige Oberfläche. Durch das, dass das Haar quasi gekräuselt ist es ganz anders, als wenn ich jetzt eine Pflanzenfaser habe. Deshalb kann ich bei Wolle absorbiert erstens unwahrscheinlich viel Feuchtigkeit. Durch das fühlt sich das gleich mal angenehm an. Durch das Luftpolster, das da drunter ist das wie einmal wie Isolierung im Winter, also dass die Körperwärme bleibt. Aber das Luftpolster ist im Sommer eben auch ausgleichend durch das, wenn du jetzt schwitzen tust, dann gibt es da keine Staunässe, sondern das kann auch übers Leder abschwinden. Das ist das Traummaterial, das ist das Material. Das ist meins. Ja. Fell ist geil. Also, ich liebe es. Ich wäre es nicht mein Beruf. Des Gerbers Lohn ist ein hochwertiges Naturprodukt. Das Fell hat auf seinem Weg durch die Gerberei eine großartige Verwandlung vollzogen. Also die Tiere haben uns vorgemacht, die tragen das Fell zum Schutz vor Regen, Wind, Kälte. Und der Mensch hat dann irgendwann gesagt, Mensch, wenn das Tier das kann, dann kann es ja für mich auch. Er hat das Tier erlegt und hat sich das Fell zunutze gemacht, um sich ebenfalls zu schützen. Das Fell hat praktisch unser persönliches Fell ersetzt. In der Evolution hat man dann angefangen, wir haben die Haare verloren und dann haben wir einfach die Haut der Tiere, das Fell der Tiere über uns drüber gezogen und dass es uns gewärmt hat. Und eigentlich ist das der Grundding, das ist schon immer, ist die Haut der Tiere als Hilfsmittel oder Bekleidungsmittel für den Mensch benutzt worden. Erst durch das Gerben wird das Fell von einer archaischen Tierhaut zu einem Gebrauchsobjekt für uns Menschen. Wir bekommen ein Fell, das wiegt ungefähr 5 Kilo. Wenn es roh ist und salzig und dreckig und zum Schluss haben wir ein Lammfell, das wiegt vielleicht 700, 800 Gramm. Und der Rest ist Schmutz, Abfall, alles wegfallen. Für Karl Friedrich liegt das Geheimnis eines Schaffells aber noch in einer ganz anderen Fähigkeit. Das Fell, wenn jetzt das Fell aus der Gerberei kommt, dann riecht es natürlich nach Fell. Und Gerberei, da kommen die Gerbstoffe, Fette und so weiter. Der ganze Gerbereigeruch, der hängt ja in dem Fell erst mal drin. Der geht aber recht schnell weg und dann entwickelt sich mit dem Fell ein ganz persönlicher Geruch der Mutter oder des Kindes in dem Fell. Nicht einmal, dass das Kind den Geruch richtig wahrnimmt, aber wenn wir dann so ein Fell mal zum Reinigen zurückkriegen, dann riecht es halt echt nach den Menschen. Also, und deshalb ist so ein Fell ist dann für so ein Kind, bietet so Geborgenheit. Also wenn es so drauf liegt, dann ist daheim. Also wenn ich jetzt an unsere Kinder denke, da hast du uns das Fell dabei gehabt und jetzt bist du irgendwo von Fest gegangen, das Fell ins Eck, Kind drauf und 5 Minuten später war da Ruhe, haben die da drauf geschlafen wie Einsen. Und das ist das, was das Fell ausmacht. Das speichert eben diesen heimeligen Geruch. Das ist ein Naturfell. So weich. Oder lieber so. Ja, welches nehmen wir? Ein frisch gegerbtes Schaffell ist wie eine zweite Haut. Schon immer in der Geschichte der Menschheit hat es uns gewärmt und beschützt. Das kuschelige Nestgefühl eines Fells durch nichts zu ersetzen.